habe dir bei unserer Hochzeit das Versprechen gegeben, dass ich immer an deiner Seite sein werde. Und dieses Versprechen würde ich dir immer wieder geben. Sie sind doch der direkte Draht zu meiner Nichte Jessica. Ich habe da nämlich einen Talisman für Sie. Werde ich dich eigentlich gar nicht mehr los? Ich hätte es erwischt. Und jetzt? Du bist schwach geworden. Früher hättest du gekämpft. Deine Liebe zu diesem Mann hat dich schwach gemacht. Zur Hölle mit Sebastian. Wie konnte er mir das antun? Der Lippenstift. Weil die einzige Art, Sex zu haben. Unverbindlich, unverkrampft und diesen ganzen Beziehungsquatsch. Ansgar, du hast früher nie nach dem Sex gequatscht. Fang jetzt nicht damit an. Und nur damit das klar ist, ja? Das hier war einmalig und wird niemand erfahren. Ja, Tamara. Der geht doch ohnehin den Bach runter. Ah, hier treibst du dich um. Warte mal. Hallo, ich dachte, du hättest die Tür abgeschlossen. Hab ich wohl vergessen. Entspann dich, Liebling. Mir erfährt Sebastian nichts. Scheiße. Hey! Oh Gott, hast du mich laufen sehen? Das war der Hammer, dieses Gefühl, die Leute, die Musik, der Applaus. Danke für deine Hilfe. Ich bin ja vorhin auch nicht nur vorbeigekommen, um dir den Talisman zu bringen. Sondern? Hey, was machst du denn hier? Ich wollte dich überraschen. Dann sind wir schon zwei. Ich habe auch eine Überraschung für dich. Ich gehe mich da mal umziehen. Ich habe einen Termin für eine Besichtigung, für eine Wohnung. Los, komm. Daniel? Ja. Noch eine Weintraube, Frau Wolf? Unbedingt, Herr Sanchez. Du nennst mich aber jetzt nicht die ganze Zeit Frau Wolf, oder? Also ich finde es wahnsinnig witzig. Ja, stell mich doch gleich als deine Bekannte vor. Sag mal, haben wir gerade unseren ersten Ehestreit, Frau Wolf? Wenn Herr Sanchez es drauf anlegen lässt. Mhm. Wenn er wie in den Flitterwochen üblich in einem Hotelzimmer wird, dann würde ich mich vielleicht diskret zurückziehen. Aber ich muss hier arbeiten, also. Okay, wir sind schon weg. Nein. Wir waren zuerst hier. Oder sind diese Räume irgendwie reserviert? Hm? Ich wohne und arbeite schon ziemlich lange hier und... Ich wohne hier auch und ich habe auch einen Job. Ich weiß nicht, ob ich hier wohne. Bin legal und habe keinen Job. Herzlichen Glückwunsch. Ich gebe euch 3 Minuten, okay? Ey, der guckt mich immer an, als ob ich irgend so ein arbeitsloser Penner wäre. Aber ich habe eine Idee. Los, komm. Frau Wolf? Da wir die Firma wieder zusammenleiten, möchte ich noch ein paar Dinge mit dir absprechen. Du hältst dich doch sowieso nie an die Absprachen. Boris, bringen Sie meine Sachen doch schon mal ins Penthouse und schauen Sie nach, ob alles vorbereitet ist. Gerne. Dein Büro ist da. Ja, aber meine Wohnung ist da oben. Dort werde ich mit meinem Enkel und meinem Schwiegersohn einziehen. Wie bitte?
Die Lahnsteins waren so gut, ein paar Konzessionen zu machen für meine Rückkehr. Kann es sein, dass du früher fokussierter warst? Ich bin fokussiert genug, um darauf zu achten, dass du dich hier nicht ausbreiten wirst. Wenn du nicht gerade zu sehr mit deinem Privatleben beschäftigt bist. Weiß dein Mann eigentlich, was du mit deinem Ex-Mann treibst? Deine Fantasie geht mit dir durch. Du entschuldigst mich. Ich muss mal sehen, wie weit mein zukünftiger Arbeitsweg ist. Scheint ja doch noch ganz erfolgreich gewesen zu sein für dich, die Eröffnungsparty. Bitte? Lippenstift. Übrigens hat sich deine Frau doch noch dazu durchgerungen, ihrer eigenen Veranstaltung beizuwohnen. Wie schön. Ich hoffe, sie hat sich gut amüsiert. Ich denke schon. Wir haben allerdings nicht viel miteinander geredet. Aber sie wirkte auf mich ziemlich erregt. Bin mir sicher, sie findet jemanden, an dem sie sich abreagieren kann. Was? Ach, weißt du, ich bin nur erstaunt, wie gut du deine Frau kennst. Hallo, ihr Turteltäubchen. Hallo. Na? Frau Schneider, jetzt, wo wir verheiratet sind, bekomme ich sogar eine Arbeitserlaubnis. Das heißt, ich habe folgenden Wunsch, ich möchte Koch werden. Ach, Emilio, aber du hast immer noch keine Ausbildung. Naja, muss ja auch nicht gleich der Chefposten sein. Seine Bescheidenheit habe ich immer an ihm gemocht. Also ich könnte als Küchenhelfer anfangen und mich dann langsam nach oben arbeiten. Vom Tellerwäscher zum Millionär. Aber in der Küche sind wir derzeit leider voll besetzt. Oh. Ja gut, dann probieren wir es einfach später noch mal. Aber ich könnte doch wieder hinter der Bar arbeiten. Sie wissen, das kann ich. Ja, ich habe schon drüber nachgedacht. Ich glaube, im Service könnten wir noch eine Kraft gebrauchen, oder, Luca? Wenn er sich nicht gleich wieder auszieht? Würde vielleicht unseren Umsatz in Schwung bringen. Soll er doch Zieh dich aus, kleine Maus spielen? Emilio ist jetzt verheiratet. Genau, ich bin jetzt ein anständiger Mann und ziehe mich nur aus, wenn meine wunderschöne Frau... Ja. Wir haben Fantasie, Emilio. Klasse. Also wann kann ich anfangen? Wie wär's mit jetzt? Wir haben unsere Papiere aber noch nicht zusammen. Ja, die kann man doch nachreichen. Ja, natürlich. Also, Luca, bitte nehmen Sie den jungen Mann und Ihre Fitte hier. Ich freue mich. Ich mich auch. Ja, und ich mich erst, aber wir sind doch in unseren Flitterwochen. Hey, sowas brauchen wir nicht. Unser ganzes Leben ist wie eine einzige Flitterwoche. Nur Spaß. Wir zwei. Die Wohnung war perfekt. Ich habe sie im Kopf schon komplett eingerichtet. Ich konnte uns schon zusammen in der Küche sitzen sehen. Ja, ich konnte die Nachbarn sehen. Der Makler hat mir ein Angebot gemacht. Wenn wir wollen, können wir auch kaufen. Kaufen? Warum das denn? Weil das im Moment gerade total günstig ist. Und auf 20 Jahre gerechnet, da lohnt sich das schon. Was ist los? Zu hell, zu groß, zu hohe Decken. Es ist nicht die Wohnung. Dann sage ich doch die herzlichen Glückwunsch. Hat es nicht gereicht, sie zurückzuholen? Muss sie jetzt auch noch hier einziehen? Ich nehme an, es geht um Clarissa. Es war geplant, das Penthouse für Models und Fotografen zu vermieten als zusätzliche Einnahmequelle. Darauf können wir verzichten. Oh, wieso verzichten wir nicht direkt auf alles? Warum machen wir sie nicht direkt zur alleinigen Geschäftsführerin? Warum überschreiben wir ihr nicht direkt LCL? Denn all das wird passieren, wenn man ihr weiterhin solche Zugeständnisse macht. Sie wird ihre Ambitionen in Zukunft zügeln, glaub mir. Ja, weißt du warum? Weil ich darauf achten werde, dass sie sich nicht alles unter den Nagel reißt. Dieser Frau steht ein Anteil von Linie Clarisse Lahnstein zu. Ihr Name steht im Firmenlogo genauso wie unserer, Tanja. Und ihre Kompetenz steht außer Frage. Sie bekommt nur das, was ihr ohnehin gehört. Und wenn dir diese Entscheidung des Gremiums nicht passt, dann steht es dir natürlich frei, jederzeit zu gehen.
Du kannst mich nicht feuern. Mir gehören 50% dieser Firma. Und Sebastian hat da ja auch noch ein Wörtchen mitzureden. Da wäre ich mir nicht so sicher, wie seine Entscheidung ausfällt. Wir haben deine Alleingänge satt, Tanja. Wir brauchen keine 5 Zimmer. Ja, jetzt noch nicht, aber vielleicht irgendwann. Hör zu, ich weiß nicht, ob ich mit meinem jetzigen Gehalt mir so einen Wohnungskredit leisten kann. Musst du auch nicht. Nee, das kommt nicht in Frage. Wenn dir das unangenehm ist, mein Gott, du kannst es mir irgendwann zurückzahlen. Wenn du erstmal Chefarzt bist. Ich will mich von niemandem abhängig machen. Daniel, du willst unbedingt mit mir zusammenziehen. Du planst hier gerade unsere gemeinsame Zukunft und du willst dich von mir nicht abhängig machen? Nein, so habe ich das ja nicht gemeint. Sondern? Wenn du die Wohnung bezahlst, dann fühle ich mich wie... Es wäre dann nicht mehr unsere Wohnung. Ja, und außerdem läuft mein Vertrag bald aus und ich bin mir nicht sicher, ob sie ihn noch mal verlängern. Warum sollten sie nicht? Ja, gehen wir mal davon aus, dass Voss das Rennen macht und Chefarzt wird und nicht Ricardo. Dann habe ich keine Ahnung, ob ich noch in seinem Team bin. Dann könnte es sein, dass ich in ein paar Wochen arbeitslos bin. Und wann klärt sich das? Ein paar Tage bestimmt noch. Kannst du noch so lange warten? Was ist denn los? Darf ich eure Mama nicht mal küssen? Mal? Das ist schon die ganze Zeit. Ja, ich bin eben auch nach 26 Jahren noch in euren Vater verliebt. Komm, lass uns was essen. Ihr seid so doof. Es gibt übrigens Neuigkeiten. Oh, Mama ist schwanger? Mhm. Zwillinge. Oh Gott, bitte nicht. Eure Mama fährt zu einem Vorstellungsgespräch nach Hamburg. Ja, aber keine Sorge. Also, falls ich den Job kriege, dann arbeite ich hier bei der Niederlassung in Düsseldorf. Na, hör mal. Die werden ja wohl mit dem Klammerbeutel gepudert, wenn die dich nicht nehmen. Na dann, herzlichen Glückwunsch und auf nach Hamburg. Drück mir die Daumen. Apropos, Emilio hat jetzt auch einen Job. Er arbeitet wieder im Schneiders. Und die Foie Gras? Er ist ein Spaßvogel, er meint natürlich die Foie Gras. Genau die. Mal ehrlich, wie die auf der Zunge zergeht, oder? Wie ein sanfter Kuss. Ja. Und das ist für Sie. Vielen Dank. Und noch einen schönen Tag mit Ihren 2 wunderhübschen Töchtern. Danke. Vielen Dank. Wiedersehen. $64,85 Trinkgeld. Wie sieht's bei dir aus? Er meint, als Mann muss er das Geld verdienen. Na, recht hat er. Kennst Mamas Meinung dazu? Ja, aber eigentlich sind wir noch in den Flitterwochen. Aber ist doch schön, wenn er was aus sich machen will. Und sich nicht von anderen aushalten lassen will. Du solltest stolz auf ihn sein. Also, guten Appetit. Und? Wie macht er sich? Eigentlich ganz okay, wenn er nicht immer die Tische verwechseln würde. So, meine Hübschen. Bitte sehr. Trinkst du einen mit? Später vielleicht. Später. Ja? Sonst ist alles gut bei euch? Danke. Alles gut. Bei mir auch, danke. Hey, die Bestellung ging eigentlich an Tisch 6. Ja, das weiß ich doch. Aber ich konnte sie davon überzeugen, dass das die bessere Wahl ist. Jetzt muss ich nur noch den Leuten von Tisch 6 erklären, dass sie lieber das Essen von Tisch 4 haben wollen. Oh. Espresso, der war auch zu viel. Nanu, ich dachte, du hast halt Spätdienst. Hab ich auch. Ich habe mir mit Helena eine Wohnung angeschaut und wahrscheinlich kaufen wir sie. Du guckst tatsächlich mit Helena nach Wohnungen. Spinnst du? Was hätte ich denn machen sollen? Sie träumt von einer Eigentumswohnung mit mir und Kinderzimmer. Hätte ich einfach sagen sollen, tut mir leid, ich liebe jetzt Jessica? Hey, die Wohnung ist ein Traum. Die müsst ihr euch ansehen. Wow, dann habt ihr also unterschrieben? Nein, noch nicht. Warum nicht? Naja, Daniel hat Angst, dass er sich ein bisschen übernimmt. Er weiß ja nicht, ob sein Arbeitsvertrag verlängert wird.
Was, wenn Voss doch das Rennen macht? Die Klinikleitung hat sich hierzu ziemlich klar geäußert. Wenn ich den Job habe, dann bist du in meinem Team und das weißt du auch. Jede Bank der Welt gibt dir unter den Voraussetzungen einen Kredit. Es gibt also keinen Grund, deine Freundin mit irgendwelchen billigen Ausreden abzuspeisen. Es liegt nicht am Geld. Also was soll der Scheiß, Daniel? Mann, ich kann das irgendwie nicht. Jessica, dann Helena, dann wieder Schaff endlich klare Fronten und sag Helena, dass du eine andere liebst. Das kann ich nicht. Ich kann sie nicht verletzen. Helena ist loyal, ist liebevoll. So ein Mensch findet man nicht immer. Das ist Bullshit. Hier geht's doch nur um dich. Ich. Das ist der reinste Ego-Trip. Ist dir klar, wie sehr du sie mit deinem Verhalten verletzt? Man lass dir endlich Eier wachsen und steh zu deinen Gefühlen. Du könntest die Wohnung doch auch alleine kaufen. Ja, das möchte Daniel nicht. Er ist da ziemlich stolz. Also ich rede mal mit der Bank. Vielleicht kann ich ihm einen guten Kredit aushandeln. Unabhängig von seinem Arbeitsvertrag. Danke. Es wäre so schade, wenn es am Geld scheitert. Er hat sich so gewünscht, dass wir zusammenziehen. Ich war mit Emma im Park, gegessen hat sie und die Windeln habe ich auch gewechselt. Ja, das habe ich erwartet. Sie können gehen. Danke, bis morgen. Warum weinen Sie? Vielleicht, weil du hier gerade so reinpolterst. Sie ist gerade aufgewacht. Hallo, meine Kleine. Schau mal, wer da ist. Ich gehe mit ihr spazieren. Sie war gerade spazieren. Dann kommt sie heute eben zweimal an die frische Luft. Ist doch kein Drama. Doch, das ist es. Ich will mit dir reden. Ach, du willst reden? Ja. Das wollte ich auch, unmittelbar nach der Gremiumssitzung. Wollte dir erklären, warum ich für Clarissas Rückkehr gestimmt habe. Und du lässt mich stehen, haust einfach wieder ab mit Emma, ohne ein Wort. Ja, Entschuldigung, ich musste erst mal damit klarkommen, dass mein Mann mir in den Rücken gefallen ist. Natürlich. Und dann musste ich ausgerechnet von Ansgar auch noch erfahren, dass du wieder zurück bist. Wieso, was hat er denn gesagt? Ja, nichts. Hat es nur sehr genossen, dass ich mal wieder keine Ahnung hatte, was meine Frau so treibt. Du kommst und gehst, wie es dir passt. Ich weiß nicht, wie das noch weitergehen soll. Sebastian? Ich will jetzt nicht mit dir reden, weil ich mich so sauer bin, dass ich mich wieder nur mit dir streiten würde. Dr. Fritsche? Hey, ich bin's. Helena. Wir können die Wohnung kaufen. Ich habe gerade mit meinem Vater gesprochen, der hat mit unserer Bank telefoniert und sie sind bereit, den Kredit zu geben, unabhängig von deinem Arbeitsvertrag. Können wir das bitte später besprechen? Hey, du weißt doch, wir sind nicht die einzigen Interessenten. Und wenn wir die Wohnung haben wollen, dann müssen wir jetzt zuschlagen, sonst ist sie weg. Aber Daniel, wenn wir den Makler jetzt nicht mit Geld zuscheißen, dann... nehmen wir die Wohnung eben nicht. Aber... Können wir das bitte später besprechen? Ich muss jetzt arbeiten. Es tut mir leid. Okay, Bis später. bis dann. Und Sie bekommen schon? Wir waren noch in der Grundschulklasse, oder? Wunderbar. Natürlich freue ich mich, aber ich habe mir extra noch ein paar Tage Urlaub genommen. Warum muss er ausgerechnet jetzt arbeiten? Na, ich kenne ihn ja nicht erst seit gestern. Und da, wo er herkommt, da sorgt der Mann für seine Frau eben. Ja, irgendwie finde ich es ja ganz süß, dass er sich solche Mühe gibt. Ja, ich find's irgendwie macho. Lecker aus. Am liebsten würde ich mal naschen. Aber nicht eine Sache. Aber er hat Spaß bei der Arbeit. Wunderschönen Tag. Hey, da ist ja meine wunderschöne Frau. Was macht ihr denn hier? Oh. Ja, mal schauen, wie es so läuft, hm? Du, ich bin gleich bei euch, ja. Ich muss nur noch die 2 Ladies dann abfrühstücken. Dann bin ich wieder da. So. Die 2 kleinen Korrekturen dürften ja kein Problem sein und ansonsten sieht es ganz hervorragend aus. Stör ich? Nein, wir sind gerade fertig geworden. Ja, dann zeichne ich das Ganze mal ins Reine und schicke Ihnen die neuen Entwürfe zu. Herr Brandner? Helena. Und, wie läuft's? Der treibt mich noch an den Wahnsinn. Jedes Mal, wenn ich mit einer neuen Idee ankomme, dann guckt er mich eine Minute lang an, als ob ich den Verstand verloren hätte. Dann such den neuen Architekten.
Er ist zwar langsam, aber am Ende ist er der Beste. Warum muss eigentlich immer alles komplizierter sein, als man denkt? Ja, dein Gehirn reduziert Komplexität, und zwar bei jedem Arbeitsprozess. Das heißt, deine Pläne sind zwangsläufig unterkomplex verglichen mit einer hochkomplexen Realität. Kaffee? Hallo, mein Name ist Dr. Fritsche. Hi. Jessica. Was machst du denn hier? Mein Knöchel ist schon wieder blau. Dabei habe ich gar keine Eiswürfel draufgelegt. Schön. Ich meine, zeig mal her. Ist es schlimm? Was? Nein. Ich mach dir da jetzt Salbe drauf und dann solltest du ihn möglichst wenig belasten, ja? Geht's? Ja. Und was macht das Projekt Gemeinsames Wohnen, ein Leben voller Verbindlichkeiten? Naja, ist komplexer als gedacht. Hat jemand kalte Füße bekommen? Daniel, er kann sich nicht entscheiden. Zwischen wem? Für oder gegen die Wohnung, du Depp. Eure neue Wohnung? Nee, nur ein Wohnungsprospekt. Ich hätte ganz vergessen, dass du rausziehst. Noch haben wir ja keine Wohnung. Ist bestimmt auch schwer, die richtige zu finden, oder? Vor allem, wenn man die richtige schon gefunden hat. Solltest du dir das gut überlegen? Eigentlich gibt's da nichts mehr zu überlegen. Auch schade, wenn ich mir einen neuen Mitbewohner suchen müsste. Das finde ich auch. Wenn er sich nicht entscheiden kann, dann hat er dich nicht verdient. Schieß ihn ab. Doch, er ist vielleicht etwas langsamer, aber am Ende doch der Beste. Tut mir leid. Hast du das gesehen? Die hat ihm gerade ihre Telefonnummer zugesteckt. Oder er hat die Chicksen schon so abgefüllt, dass sie ihre Bestellung nur schriftlich geben können. Ist klar. Du bist ja eifersüchtig. Ey, wenn noch eine Tussi auf seinen Hintern starrt, dann schmeiß ich den Kaffee an ihren Schädel. Emilio flirtet halt gern. Das gehört bei ihm zum Service. Service? Wie wär's mit Zimmerservice und Hausbesuche? Hä? Hola, Solcitas. Die beiden, die gehen auf mich. Bei dir scheint es ja ziemlich gut zu laufen. Ey, ich sag euch, die Gäste lieben mich. Ich habe jetzt schon mehr Trinkgeld gemacht, als ich an einem Tag verdiene. Ist das geil? Weil du meine Tische mit abkassierst. Ja, weil die nach mir verlangen. Entschuldige bitte. Emilio? Ich komme sofort, ja? Seht ihr? Wir sehen uns später, nicht weglaufen. Sorry. Kann es sein, dass du mit Emilios Arbeit nicht ganz so zufrieden bist? Wieso fragst du das? Ja, weil ich glaube, dass ich da eine Lösung habe, die uns beiden hilft. Wahnsinn. Ich wusste, dass du rechtzeitig zur Eröffnung zurück bist. Und herzlichen Glückwunsch. Ich habe gehört, dass es großartig gelaufen ist. Ja, es war ein einziger großer Erfolg. Hey, tut mir wirklich leid, dass ich nicht dabei war. Aber weißt du, dieses Clubprojekt, das frisst wirklich meine ganze Zeit. Schon gut. Du hast nur Clarissas großen Auftritt verpasst. Muss hart gewesen sein. Soll ich dir sagen, was hart ist? Dass mein Mann dafür verantwortlich ist. Mein Gott, ich wäre sie ein für alle Mal los gewesen. Ich bin mir ganz sicher, dass Sebastian einen guten Grund hatte, für ihre Rückkehr zu stimmen. Aber er könnte sich doch einmal gegen seinen Vater durchsetzen. Aber nein, er macht immer das, was die liebe Familie von ihm will.
Wäre er dann mit dir verheiratet? Weißt du, ich hätte einfach erwartet, dass er zu mir steht. Du machst es ihm aber nicht gerade leicht. Danke, Marlene, du bist so eine richtig gute Freundin. Ja, das bin ich. Und deshalb sage ich dir jetzt auch mal was. Seit Clarissa zurück ist, bist du nur noch auf diese Frau fixiert. Du lässt alle anderen außen vor. Keiner weiß, was du eigentlich die ganze Zeit treibst. Denkst du wirklich, dass so eine Beziehung funktioniert? Wenn ich ein paar gute Ratschläge haben will, dann gehe ich in eine Bar und lass mich vom Barkeeper zu quatschen. Tanja, du bist verletzt. Ich bin wütend und das ist ein großer Unterschied. Und enttäuscht und traurig. Kannst du vielleicht einfach mal die Klappe halten? Und kannst du vielleicht einfach mal ehrlich zu dir selbst sein? Und wo kommt das hin? Ganz tief nach unten in die Schublade. Und Sie sind sich sicher, dass Sie mir bei meinem nächsten Fest nicht aushelfen wollen? Ich würde Ihnen ja gerne helfen, Frau Mieth, aber meine Chefin hätte sicherlich was dagegen. Ja. Ey, ich habe mittlerweile fast 120 €. Was ist das für ein Tag? Kein schlechter Schnitt. Dann gehst du ungefähr mit 15 € hier raus. Ja, es hat sich einiges geändert, seitdem du das letzte Mal hier gearbeitet hast. Wir schmeißen das ganze Trinkgeld zusammen und teilen mit der Küche. Ja, aber nicht alles. Also ich meine, die Leute geben mir ja Trinkgeld, weil die meine Arbeit und mich gut finden und nicht die Küche. Einer für alle, alle für einen. Lass uns doch gleich mal den Dienstplan durchsprechen. Hier. Gelb, Luca, Orange, das ist ja nur Wochenende. Das ist ja nur am Wochenende, Alter. Das geht doch so nicht, Mann. Das ist ja nur Wochenende, nur. Was geht nicht? Ich bin die nächsten 3 Monate nur am Wochenende eingeteilt. Boah, das ist ja super, dann kriegst du ja voll viel Trinkgeld. Du kannst doch jetzt Feierabend machen und ja, deine nächste Schicht beginnt heute um 16 Uhr. Doppelschichten. Ich sag mal, spinnt ihr hier total? Und mein Trinkgeld müsst ihr auch noch teilen? Nee, Freunde. Lohnt sich das überhaupt? Noch nicht wirklich. Aber wenn du die 3 Monate Probezeit durch hast, dann werden die Reinigungskosten für deine Arbeitskleidung nicht mehr vom Lohn abgezogen. Nee. Könnt ihr voll vergessen. Ey, ihr spinnt doch, ey. Ich bin raus, ich kündige. Saftladen. Was ist denn mit Emilia los? Der hat gekündigt. War wohl ein bisschen zu viel für ihn. Ja, und wenn Mendes jetzt Chefarzt wird, dann kaufst du die Wohnung? Nein. Kapier ich nicht. Musst du auch nicht. Und wie haben Sie sich entschieden? Wer bekommt denn jetzt die Chefarztstelle? Ich hätte gern einen Ginger Ale, bitte. Hallo. Tut mir leid. Ich habe den Job und du hast einen Festvertrag für die nächsten 3 Jahre. Ja, hey, geil, gratuliere. Ja, gratuliere. Danke. Ja, und was ist jetzt mit der Wohnung? Das würde mich auch mal interessieren. Ricardo hat die Stelle als Chefarzt. Hey, gratuliere. Danke. Ich habe Ihnen auch schon gesagt, dass ich Dani gerne in meinem Team hätte. Dann gehen mir so langsam die Argumente aus. Also, kann ich einen Termin beim Makler machen? Hey, jetzt freu dich doch mal. Ich muss mit dir reden. Klar, worum geht's? Können wir dafür zu dir nach Hause gehen? Noch eine Weintraube, Herr Sanchez? Unbedingt, Frau Wolf. Vielleicht hätte ich den Job doch nicht so schnell hinschmeißen sollen. Ach was, auf sowas Blödes bist du doch überhaupt nicht angewiesen. Ja, und was mache ich jetzt? Such doch irgendwas, was dir Spaß bringt. Ja, du wolltest doch immer mal Koch werden. Ich habe keinen vernünftigen Schulabschluss. Weißt du, wie schwer es ist, einen Ausbildungsplatz zu finden? Du musst halt lange danach suchen. Ja, und wovon leben wir bis dahin? Von meinem Geld. Hey, ich bin nicht mit dir zusammen, dass du das Geld dran schaffst und mir zeigst, was du für ein toller Typ du bist. Das weiß ich auch so. Ich bin mit dir zusammen, weil ich dich liebe. Ja, vielleicht hast du recht. Ich sollte ein bisschen hartnäckiger sein. Kochen. Von Lahnstein? Tja, da mussten Sie wohl doch noch mal kommen. Ich habe was Wichtiges mit meinem Mann zu besprechen. Nehmen Sie die Kleine, füttern Sie und legen Sie dann zum Mittagsschlaf hin. Füttern?
Herrgott, Sebastian, bleib halt kurz stehen. Ist es zu viel verlangt? Hör zu, wir haben in letzter Zeit beide ziemlich viele Fehler gemacht. Vor allem Dingen du. Du bist mir im Gremium in den Rücken gefallen. Okay, ich habe vielleicht auch ein paar gemacht. Wird ja doch noch interessant, das Gespräch. Du kennst mich. Ich konnte mich mein Leben lang nur auf mich selber verlassen. Und diese Nummer, vertrau mir, ich vertrau dir, die liegt mir halt einfach nicht. Das hatten wir schon mal. Ja, und wir werden auch immer wieder dahin kommen, weil ich halt eben so bin, wie ich bin. Und das wusstest du, als du dich auf mich eingelassen hast. Und was heißt das jetzt? Dass ich das so hinnehmen soll? Dass du weiterhin einfach abhaust, sobald es irgendwie unbequem wird? Dass du weiterhin irgendwelche Entscheidungen triffst, ohne dich vorher mit mir abzusprechen? Das müsste ich ja nicht tun, wenn du mich mal unterstützen würdest. Das tue ich. Aber es gibt eben leider Situationen, da muss ich dich vor dir selbst schützen. Indem du mir die Frau vor die Nase setzt, die mir alles nehmen will? Ja, verdammt nochmal. Ich hatte auch einen guten Grund dafür. Oh Gott, jetzt erzähl mir bitte nicht, du hast es für mich getan. Wenn wir Clarissa nicht gegeben hätten, was sie verlangt, dann hätte sie uns den Namen genommen. Das wäre das Ende für Linie CL gewesen. Finito. Und ich weiß, was dir diese Firma bedeutet. Und ja, ich habe das alles für dich getan. Ich bin mir immer noch nicht sicher, ob es richtig war, Clarissa wieder zurückzuholen. Tja, eine andere Lösung wäre mir auch lieber. Aber es war ja die einzige Option, die wir hatten. Vielleicht gibt sie sich ja endlich zufrieden und kümmert sich ausschließlich ums Geschäft. Ja, vielleicht. Zumal du ja mit dem Fotografen etwas gegen sie in der Hand hast. Sie wird doch kaum wagen, dich herauszufordern. Sie würde sich doch selber dabei bloßstellen. Und Tanja und Clarissa halten sich gegenseitig in Schach. Ich mache mir nur Gedanken um Sebastian. Ich finde es schon schön, wenn Tanja sich endlich entscheidet, um ihn und nicht gegen Clarissa zu kämpfen. Er liebt sie. Ich weiß auch nicht, warum. Na, das letzte Wort ist dabei noch nicht gesprochen. Welche rührende Zuversicht. Tanja weiß doch gar nicht, wie es ist, für, sondern nur, wie es ist, gegen jemanden zu kämpfen. Ich habe da Erfahrung. Es kommt eben immer darauf an, um wen es sich dabei handelt. Ja, und welchen Vorteil Tanja davon hat. Sie hat auch ihre guten Seiten. Donnerwetter, Sie entwickeln ja noch richtig Humor. Tanja nimmt sich einfach, was sie will. Ja. Wer im Weg steht, verliert. Sebastian sollte besser aufpassen. Die Nummer mit Clarissa, die verzeiht sie ihm nie. Was war das denn? Wie viele sind denn noch da? Irgendwas war anders. Ich weiß, dass er mir bei der Modenschau irgendwas sagen wollte. Vorhin im Krankenhaus hat er mich so angesehen. Er hat gesagt, du sollst deinen Knöchel schonen. Wahnsinnig romantisch. Nein, er hat meinen Fuß so gehalten und dann so Salbe drauf gestrichen. Ich glaube, sowas nennt man Untersuchung. Weißt du, was ich glaube? Hm? Daniel will gar nicht mehr mit Helena zusammenziehen. Ja. Genau das ist es, was er mir sagen wollte. Er hat endlich kapiert, dass Helena eine dumme Schlaftablette ist. Ja, und dass er dich viel interessanter findet und viel lieber mit dir zusammenwohnen will, weil du seine einzige wahre große Liebe bist. Genau. Sag mal, nimmst du gerade irgendwelche Medikamente? Wieso? Weil wenn nicht, solltest du statt zum Arzt mal zum Therapeuten gehen. Mann, Jessica Daniel zieht mit Helena zusammen. Die suchen sich eine Wohnung. Find dich endlich damit ab. Nee. Erst, wenn er seine Sachen packt. Du machst es ja ziemlich spannend. Es geht um die Wohnung. Gefällt sie dir doch nicht? Wir können uns auch eine andere suchen. Nein, die Wohnung wäre toll. Okay. Ist es wegen des Geldes? Hör zu, Helena, es hat weder mit der Wohnung zu tun, noch mit dem Geld, noch mit dir. Es liegt ganz alleine an mir. Hier seid ihr. Daniel, ich habe hier den Kreditvertrag. Helena hat dir sicherlich ansatzweise schon erklärt, worum es geht. Ja. Wir können heute noch bei der Bank... Papa, bitte warte mal. Ich habe so langsam das Gefühl, du willst überhaupt nicht mit mir zusammenziehen.
Daniel? Willst du mir irgendwas sagen? Ich fass es nicht. Clarissa hätte dich ruiniert. Sie besitzt Rechte an dieser Firma, die im Übrigen zu einem nicht ganz unwesentlichen Teil ihren Namen trägt. Sie hätte den Prozess gewonnen. Das weißt du doch gar nicht. Wir haben es ja nicht mal darauf ankommen lassen. Weil es ein extrem hohes Risiko für Lahnstein Enterprises wäre. Hätten auch alle dafür bezahlt. Es geht hier um die Existenz meiner Familie. Ist dir das eigentlich klar? Ich bin auch deine Familie schon vergessen. Und ich liebe dich, du verdammte Querulantin. Nur deshalb habe ich Clarissa gegeben, was sie... Jetzt hör auf, Sebastian, und hör auf zu erzählen, dass du es für mich getan hast. Für wen denn sonst? Für deine ganze beschissene Mischpoke. Wenn du etwas für mich hättest tun wollen, dann hättest du mir geholfen, Clarissa aus der Firma zu drängen. Aber dafür fehlt dir der gottverdammte Arsch in der Hose. Das meinst du jetzt nicht ernst? Doch. Weißt du was, man kann über Ansgar sagen, was man will, aber erst wenigstens Mann genug, sich das zu nehmen, was er will. Gott, und ich hatte noch ein schlechtes Gewissen. Einen Moment mal, was hat denn jetzt Ansgar mit der ganzen Sache zu tun? Sag, dass es nicht wahr ist. Ach komm schon, Sebastian, jetzt komm mir nicht mit Vertrauen. Ich hab dir vertraut und du bist mir in den Rücken gefallen. Und darum steigst du direkt mit Ansgar in die Kiste?